MJ Update, New in My Collection. Heute geht es um den offiziellen Michael Soundtrack. Hallo zusammen, ich bin euer Harry. MJ Update, New in My Collection. Heute schauen wir uns alle Tonträger an, die in den letzten Wochen und Monaten in meine Sammlung reingekommen sind. Ich habe nicht alles gesammelt, aber viel gesammelt. Auf meinem Kanal findet ihr bereits mehrere Folgen rund um das Michael Biopic, die Global Fan Celebration. Heute schauen wir uns aber einmal den Soundtrack an. Er erschien am 24. April 2026, nur wenige Tage nach der offiziellen Kinopremiere. Der Soundtrack stieg weltweit in die Charts ein und war eigentlich überall in der Top 10. In Deutschland und Österreich auf Platz 6 der Albumcharts, in der Schweiz auf Platz 7. In Frankreich schaffte er es auf Platz 1 und auch noch ein paar anderen Ländern. Zertifizierung hat es für 25.000 verkaufte Einheiten in Italien, Gold, und auch auf Neuseeland mit 7.500 verkauften Einheiten. Ich schaue noch mal gerade in die Liste, ob es noch nennenswerte andere Chartplatzierungen gab. Belgien auch auf Platz 1, Kanada auf Platz 4, die German Pop Albumcharts auf Platz 3, in Irland auf Platz 3, Italien 5, in den japanischen Charts auf Platz 8, in den US Soundtrack Charts auf Platz 1, in der Billboard 200, also der regulären Albumcharts, war er auf Platz 37. Damit ist der Soundtrack auf jeden Fall ein voller Erfolg in den Charts gewesen, wobei der Inhalt nicht gerade für Überraschungen und Luftsprünge gesorgt hat. Hier sind drauf Klassiker der Jackson 5, I'll Be There, Never Can Say Goodbye, Who's Loving You und das Medley von den Jacksons von der Triumph Tour von 1980. Auch Ben in der Live-Version ist hier drauf. Danach folgen reguläre Hits von Michael Jacksons Studioalben Off the Wall, Thriller und Bad, nämlich Don't Stop Till You Get Enough, Beat It, Thriller, Billie Jean, Wanna Be Starting Something, Human Nature, Working Day and Night und zum Schluss Bad. Es gibt überhaupt keine Live-Versionen, also man hätte den Soundtrack auch aus den Versionen bestücken können, wie sie im Film gezeigt worden wären. Also auch die Stand-Live-Version hätte man vielleicht mit reinbringen können, aus dem Forum aus Los Angeles, nur als Beispiel. Ja, man hat hier quasi ein klassisches Greatest Hits-Album rausgemacht, statt sich an den in dem Film gezeigten Soundtrack zu orientieren und die Versionen aus dem Film zu zeigen. Auch hätte man hier vielleicht Versionen mit reinbringen können, wo man zumindest auch Java Jackson gehört hätte. Bei Don't Stop Till You Get Enough macht er ja im Film auch Geräusche oder er singt über Michael Jacksons Originalstimme. Auch das hätte man vielleicht ein bisschen mischen können, sodass zumindest auch, ja, es ist das Michael-Soundtrack, Java ist auf dem Cover, aber vom Inhalt her befindet sich Java nirgendwo in den Songs. Das ist ein reines Michael Jackson-Album. Ein Greatest Hits-Album, ein weiteres, wenn man so möchte. Ja, die Enttäuschung ist auch ein bisschen da, weil wir natürlich auch gehofft haben, dass zumindest ein unveröffentlichter Michael-Song es auch in das Biopic reinschafft und somit auch auf das Soundtrack. Das hat leider nicht stattgefunden. Dennoch habe ich mir den Soundtrack zugelegt, auch wenn ich nicht endlos begeistert über die Zusammenstellung dieses Werkes bin. Aber wir schauen jetzt mal rein. Ich habe insgesamt 6 verschiedene Michael-Editionen in meiner Sammlung. Wir fangen mal an mit der normalen Vinylpressung. Also wir haben hier schon mal 2 verschiedene Vinylpressungen. Das hier ist die Double Vinyl Set, die ich mir im offiziellen Michael Jackson Shop in den USA bestellt habe. Das ist die US-Pressung von dem Album. Und hier links habe ich die Amazon Music Exclusive Vinyl. Und die schauen wir uns danach an. Ich gehe jetzt erstmal hin und öffne mir diese Version. Da haben wir sie. Es ist kein aufklappbares Cover, wie ich mir gehofft habe. Es ist einfach nur ein Puffsleeve. Auf dem Sticker includes the hits Billie Jean, Don't Stop Till You Get Enough, Human Nature plus more. Ja, das ist einmal
das Albumcover und so sehen die Sleeves der Hüllen aus. Es sind insgesamt 4 Seiten, also 2 Vinyls sind hier drin. Seite A, hier stehen jeweils immer oben die einzelnen Lieder, darunter sind Songtexte und unten die Song-Credits. So ist das Ganze aufgebaut. Seite A, B, C und D. Werfen wir noch einen Blick auf die Vinyl. Ja, so sieht sie aus. Also keine Überraschung. Auch der Michael-Schriftzug ist mit drauf. Songs from the Motion Picture Michael. Machen wir gleich weiter mit der Emerson Exclusive. Sie hat einen anderen Sticker drauf. Der unterscheidet sich schon mal von der normalen Version. Wenn wir die Hüllen rausholen, sehen sie ganz genauso aus wie die der normalen Version. Kein Unterschied, keine Fotos, keine Set-Fotos, auch hier nicht drauf. Hier haben wir auch noch die Album-Credits. Die sind aber auch da drauf gewesen. Und jetzt gucken wir mal, ob die Vinyl etwas anders ausschaut. Ich meine nämlich, ja, da sehen wir es schon. Es ist ein durchsichtiger Vinyl auf weißen Clear, ich weiß nicht, wie man das nennt, Clear Vinyl, durchsichtiges Vinyl. Also das ist sozusagen eine exklusive Pressung, die es nur bei Amazon gab. Das ist die europäische Pressung, EU-Pressung. Damit habe ich einmal die Original-US-Pressung von den normalen Michael Soundtrack und als Special Edition die Amazon Music Exclusive. Aber es gibt noch weitere Pressungen, die hier liegen. Ich mache mal weiter mit den CDs. Da habe ich nämlich mittlerweile beide CDs. Einmal die Erstpressung aus den USA, die ich zusammen mit der Vinyl bestellt habe, mit der schwarzen Vinyl. Und also das ist die US-Pressung und das ist die europäische Pressung, die sich im Sticker unterscheidet. Wir sehen, jetzt muss ich noch mal gucken, welche ist. Genau. Hier oben der Sticker, das ist der europäische Sticker und das ist der amerikanische Sticker, der sich ein bisschen vom Design unterscheidet. Der hier hat abgerundete Ecken. Und das Rot ist ein bisschen röter, das hier ist ein bisschen ein helleres Rot, aber ansonsten unterscheidet sich das nicht. Die deutsche Pressung, die habe ich auch schon geöffnet. So sieht die ganze CD aus. In Rot. Ja. Und da haben wir das Booklet. Mal gucken, ob sich das Booklet zur Vinyl unterscheidet. Hier sind auch die einzelnen Songs drin, genauso wie sie auf dem Sleeve der Vinyl sind, aber es sind keine Überraschungen, keine Set-Fotos, es ist im Endeffekt genau der gleiche Aufbau wie auf der Vinyl und auf der Rückseite stehen entsprechend die Hits. Jetzt gucken wir, ach nee, die habe ich doch auch schon geöffnet, sehe ich gerade. Ah ja, die sieht aber 1:1 genauso aus, da gibt es keinen Unterschied zwischen der EU-Pressung und der US-Pressung. Hier haben wir noch eine Kassette, die Michael-Kassette, die wir jetzt natürlich auch einmal aufmachen. So, da haben wir die Musikkassette von Michael auf einer roten Kassette gepresst. Das sieht richtig cool und edel aus. So sieht das aus. Und vom Innenleben gibt es kein Leporello Booklet, wie wir das aus anderen Kassetten von früher kannten, die man so aufklappen konnte und sich dann anschauen konnte. Dieser beschränkt sich auf die Songnamen und die Credits. Hier sind keine Songtexte reingeprintet. Und hier am Rand befindet sich auch nochmal die Songauswahl. Es gibt eine Vorder- und Rückseite. Und so sieht die Kassette aus. Finde ich ein richtig schöner Sammlermoment, dass es so eine Kassette wieder gibt. Also ich bin davon begeistert und finde die richtig cool. Das ist aber noch nicht alles. Ich habe hier auch noch die japanische Pressung von Michael. Die kommt daher auf einer
wie habe ich das jetzt gelernt? Jetzt muss ich mal überlegen, wie heißen die denn nochmal, diese Singles? Mini-Singles oder 7-Inch-Singles. Maxi-Singles sind ja immer die großen und ich sage ja immer Maxi-Singles zu Singles. Das hat sich bei mir so eingebürgert. Aber da gab es ein paar Leute, die von euch ja kommentiert haben, die mir gesagt haben, das sind keine Maxi-Singles, das sind 7-Inch Maxi-Singles. Sage ich schon wieder Maxi-Singles, ich krieg's nicht raus. Naja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das ist auf jeden Fall die japanische CD-Version von Michael und die gucken wir uns jetzt auch mal an. So, hier kann ich die nämlich aufmachen. Das ist geklebt. Wir sehen einmal am Rand den Obi-Sticker. Wie das bei japanischen Produktionen üblich ist, haben die diesen Japan-Sticker am Rand, den man hier einfach als Pappsleeve drüber gelegt hat. Hier steht auf Japanisch Text drauf. Die Songs sind auf Japanisch drauf. Der IBAN-Code ist hier unten zu sehen. Und ja, das ist dieser Obi-Sticker. Und hier haben wir ja die CD-Hülle in einen Pappsleeve. Und wenn ich die jetzt hier aufmache, oh, das ist aber interessant. Das sieht schon sehr speziell aus. Die CD ist hier auf einem roten Pappsleeve drauf, den man hier in der Mitte auch drauflegen kann. Das ist ja mal cool. Damit sieht das so aus wie eine Single, wie sie früher ja von Michael auch erhältlich war. Also da bin ich überrascht. Und wir sehen hier zwei Booklets, die dabei sind. Einmal eins in Farbe, eins in Schwarz-Weiß. Wir gucken uns zuerst das in Farbe an. Das ist ja ein großformatiges CD-Booklet, das hier nicht, ja, das ist 1:1 wie das auch in der CD-Version drin war, aber eben größer. Aber es enthält auch keine weiteren Gimmicks oder Fotos. Es ist einfach ein großformatiges Booklet. Und hier haben wir das Schwarz-Weiß-Booklet. Ja, das habe ich mir gedacht. Das ist nämlich hier komplett in japanischer Sprache drin. Die Songs stehen oben im Original, Beat It, Thriller, Billie Jean. Darunter die Songtexte, vermute ich mal, auf Japanisch. Und am Ende jeweils die Credits. Oder hier vorne sind die Credits beschrieben. Und dahinter sind die Songtexte auf Japanisch nochmal zum Nachlesen. Das finde ich immer sehr schön an japanischen Pressungen. Die machen immer sehr tolle Booklets und machen das sehr auf ihr Publikum abgezielt, dass da eben auch alles übersetzt wird. Und hier hinten ist nochmal eine kleine Diskografie drauf von den Jacksons. Also die Jacksons 5 sind hier nicht mit drin. Und hier unten das Michael Jackson Solowerk, einschließlich der posthum veröffentlichten Alben. Ja, wie ich finde, ist diese japanische Pressung richtig gut gelungen. Und auch hier bedanke ich mich mal wieder bei meinem guten Freund Chris, der diese Version für mich bestellt hat. Und damit ja, ist er, wie ich schon in einer Folge gesagt habe, tatsächlich mein Michael Jackson Dealer, weil er so einiges für mich schon besorgt hat. Vielen Dank da nochmal. Damit endet diese Folge. Das war der offizielle Michael-Soundtrack. Wir sind gespannt, was Michael 2, die Fortsetzung, bringt, wie da der Soundtrack aussehen wird. Und ja, alles rund um das Michael-Biopic findet ihr in vergangenen Folgen auf meinem Kanal. Und auch in zukünftigen Folgen werde ich auch über die Entwicklung des zweiten Teils berichten. Abonniert mich, falls ihr das noch nicht macht. Schaut vorbei, kommentiert und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.